So Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play World of Final Fantasy. Im letzten Part haben wir uns hier in dem Gebiet, wo der Wolfsherrscher war, noch ein bisschen umgesehen, die Finsterkluft dort betreten, die Puddings besiegt, nenne ich sie mal, und noch ein paar Sachen gesammelt. Und jetzt sind wir hier schon am Ende angekommen von der Eishöhle und ich denke mal, da wird es an die zur Stadt weitergehen. Schauen wir mal. Das Grieselflachland. Gehen wir durch, was uns dort erwartet. Ja, das sieht mir nach Ende aus. Wahnsinn, die Gegend erinnert so ein bisschen wie an das riesige Gebiet mit der Raststätte. Und das ist dann wohl die Stadt auf jeden Fall, denke ich, die sich jetzt auch schon der Föderation angeschlossen hat. Port Saronia. Chapter 7. The Thane and the Knave. Ah, Muggels. Mogris. Sorry. Welcome to Saronia. Thank you for your help. I'm going to go see my uncle now. Take care. What is it? I just noticed the whole of the town seems to have a threshold around it. Huh? Then does that mean there's a powerful mirage here in Saronia? Very close. Keep an eye open. Hey, what's the matter? I thought you'd gotten kind of quiet. It's so cold. I thought it would be warmer in this town, but it isn't. Not at all. What'd I step on? I'm sorry. You're such a weirdo. Why are you apologizing to a cat? But you should have seen the look on its face. It scared the honk out of me. Since it's our first time here, why don't we ask around and try to learn more about the place? Sure. All these stories the Federation is feeding us are far too good to be true. There's no way they aren't lying to us. I used to think that the Federation were a pretty scary lot, but look at how much they're doing for us. All you have to do is work towards becoming an architect, and they'll give you everything you need to get by. It's great! Now I wish we'd gone and joined them ages ago. Ja, ich habe so meine Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Oh my, did you just trudge through all that snow and ice? You must be absolutely exhausted. Well, welcome to the harbor town of Saronia. Eventuell wurden sie ja sozusagen unterworfen, wer weiß. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall herausfinden. Was haben wir denn hier oben noch? Entdecke den Schöpfer in dir. Schon seit 15 Jahren ist Schöpfer der Berufswunsch Nummer 1 weit und breit. In diesem Buch finden Sie alles, was Sie wissen müssen, damit auch Sie ein Schöpfer werden. Die Pflichtlektüre für alle angehenden Weltverbesserer. Aller Anfang ist der Bürgerrang. Um ein Schöpfer werden zu können, muss ein Bürger eine Föderationsstadt zunächst einmal seinen Rang erhöhen. Das geht auf verschiedene Arten. Durch Leitung einer Institution, Instandhaltung städtischer Einrichtungen, Anwerbung neuer Föderationsmitglieder. Mit anderen Worten, gemeinnützige Arbeit für die Föderation wird belohnt. Und je höher der Bürgerrang, desto mehr Vorteile hat man. Also ran an den Rang. Ist für mich jetzt nur so eine Art Farce, damit man die Leute antreibt, hier hart zu arbeiten. Aber schauen wir mal. Kommt in die Kathedrale und werdet zur Schöpfern. Alle Bürger, die den nötigen Rang erreicht haben, werden in die nächste Kathedrale eingeladen, wo sie als Schöpfer offiziell in die Bahamut-Armee aufgenommen werden und fortan die Erlaubnis erhalten, im Palast zu leben. Wer seinen Dienst für die Föderation leistet, der verbirgt sein ganzes Leben in Frieden. Schöpfern wird es an nichts fehlen. Worauf warten Sie noch?
Wer noch höher hinaus will, aufgepasst. Sind Sie auch der Meinung, dass das sorgenfreie Dasein als Schöpfer noch nicht alles im Leben gewesen sein kann? Wer sich in der Bahamut-Armee ganz besonders verdient macht, den erwartet ein sogar noch höherer Rang. Wer träumt nicht davon, auf einer Stufe mit dem Boten zu stehen, seien Sie zur Stelle und sichern Sie sich das wahre Glück in der Föderation. Ja, meiner Meinung nach, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. You're kidding me! You actually crossed Icicle Ridge to make it here? That's completely insane! I like your style. When I grow up, I'm gonna be a famous architect. Hold it. The harbor is off limits to outsiders. We can't let just anyone inside. Sorry about that. Okay, da können wir schon mal nicht weiter. Was haben wir hier unten noch, bevor ich mit diesen Ausrufezeichen... Ach nö, kommt. Die Armen jetzt hier mit den Reichen ausgegrenzt. Das möchte ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja, Wahnsinn. Whoa, what happened to this place? I know. How can it be so different from the next road over? If someone isn't able to raise their civic rank high enough, the Federation brands them a derelict and sends them to the slums, where they're forgotten. Das soll eine Stadt sein, also bitte kommt. There are special attacks out there specifically devised to take out stacked opponents. If I ever ran into bad guys with moves like that in their arsenal, you can bet I'd get myself unstacked pronto. Ah, guter Tipp, gut zu wissen. Sind aber auch schon richtig mächtig, die Stapel, muss man nicht sagen. Vor allem, man braucht halt auch viel. Everyone tells me I should strive to become an architect. There's only so much you can do when you've been around as long as I have. Stapel sind halt auch schwer zu brechen, muss man echt sagen. Und wenn es dann so eine Attacke gibt, wo sie auf einmal bricht, muss man sich echt aufpassen. Is it so wrong for me to seek my own path and not strive to become an architect? Oh, die hören sich schon so verzweifelt hier an. Es hat sich mit Sicherheit ist hier irgendwas ist hier faul, ganz und gar. So, hier müssen wir wieder groß werden. Kultfan Ausgabe 2. Giants passt mir nicht, wenn wir hier so als Riese rumlaufen. Gut, dann wollen wir uns doch mal die Ausrufemännchen anhören. Sind eventuell Missionen. Mal gucken. Moment Saronia joined the Federation, things around here took a turn for the worse. What could the Thane possibly be thinking? Ach so, nee, das sind quasi, wir sollen uns hier umhören und das sind quasi die 3, die wir uns anhören sollen. Ich dachte schon eine Mission mit Belohnung. Naja. Denke ich, wird alles noch kommen. Ich finde halt auch, die Stadt irgendwie schaut auch irgendwie schon so heruntergekommen aus. Das ist jetzt mein Eindruck. Schaut euch an, hier oben alles vereist. Und dass man hier nicht von einer mächtigen Mirage quasi hier so eingerichtet worden ist. So, was willst du uns sagen? I hate worrying about my civic rank. Normally I wouldn't give 2 shakes of a chocobo's tail feathers about it. Now that the Federation sends you to the slums if you don't try to raise it, you'll have a choice. Kann man eigentlich, muss ich noch mal kurz gucken, mit dem Mokris da oben sprechen? Nee. Gut. Can you believe it? If we raise our civic rank, we can spend the rest of our lives in a castle, wanting for nothing. I've got to get cracking on my own rank if I want to be an architect. You know, from the sound of it, they must have joined up with the Federation pretty recently. I think now I'm starting to see what Princess Sarah meant. Well, for now, why don't we see if we can go talk to that Thane guy about the League of S? I'm probably wasting my breath, but try to watch what you say around here.
Sure. Looks like the thing's manor is at the very tippity the top of the town. Let's move it out. Vor allen Dingen, ich habe hier so meine Bedenken, ob wir hier einfach so reinspazieren können. Nach dem, was die Leute hier so sagen, dass man hier einen Rang braucht, um weiterkommen zu können. I said for you to scram, kid! Will you just listen to what I have to say? Is that Refia? You caught up. What's going on here? They giving you trouble? I already told them that the Thane is my uncle. I'm not allowed to talk to my own flesh and blood now? I don't care who you're supposed to be, cause you ain't seeing him! Dude, what? Well, you see, sir, we are here to meet the Thane on behalf of Princess Sarah of Cornelia. Have a look for yourselves. That's the Cornelian seal. What now? I expected better from you, considering you're practically our neighbors. Yeah, you tell him, Rain. Cornelia's got giants for emissaries? They got some kind of royal Cornelia thing with them. What? You sure? Beats me. You gonna send them packing and take the risk? Wait here. I'll go check with his Thane ship. The Thane says he'll see you. Let's go, Refia. Huh? Hey, the girl stays here. Refia's part of our entourage. That's right. She just anteceded us. What? Toodaloo. Thank you, guys. You're always there for me. No big deal. Yeah, I mean, it wasn't a lie. We were all heading in more or less the same direction. You must be the giant emissaries from Cornelia. Oh, yes. We're here to... I hear the Federation finally gave up and just invaded them. Are you telling me the invasion failed? Are you here to ask for my help? Yes, they did try to invade, but for the moment... Who are you? Why, Refia, is that you? Who are you? My dear, please. It's me, your uncle. No! You are not Uncle Taka! Wait, sorry, what? Then I was right. If you've managed to see through this facade, then there's no mistake. You are a medium. Yes, I was wise to make sure you left town, and to ensure that you never returned. Where's Uncle Taka? Why, he's standing right in front of you. Make no mistake, little girl. This is your uncle. What are you... How intriguing. This must be an act of fate. The giants from the hills here, and with them a champion's medium. And not just any medium, one that bleeds the same blood as this body. It's more than fate. It has to be destiny. How can I not rise to it? That answers that. He's the one who put up the threshold here. Gleich in den Kampf rein. He just the change sizes the way that you two do. So, is he a Bahamutian soldier? Well, he's nothing like the ones we fought so far. Be careful. Das habe ich noch natürlich vergessen, weil ich mich hier klein gemacht habe. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir direkt in den Kampf reingeschmissen werden. Jetzt sind wir leider in dem kleinen Ministapel hier. Machen wir mal Protest und Gehalt sind wir auch nicht, oh mein Gott. Kann ja nicht schaden. Und dann noch die Analyse. Wie stark bist du denn? Alles neutral und hat ordentlich KP. Mal schauen, was er uns abzieht. Giftlanze. Oh wei. Ich habe irgendwie nochmal Bock auf eine Löse.
Aber erstmal möchte ich heilen. Heilen lernen auf jeden Fall kurz. Und dann knallen wir den Erlöser rein. Erhöht Abwehr der Gruppe, erhöht Stärke der Gruppe. Nehmen wir mal Sephiroth, ich möchte die Stärke von uns erhöhen. Alter, das war ein Schaden. 1700. So, was haben wir denn? Stürzkraft vernichtend. Wahnsinn. Stürzkraft mittel, gering. Das ist eigentlich für die Stabebrechen. Mal Rotzahn. Haut ordentlich rein. Die Attacke sieht auch so geil aus, aber ich glaube, die wird nicht so viel Schaden machen. Nee, das dachte ich mir fast. Wir hätten einfach unseren anderen Stapel gebraucht, dann wäre, glaube ich, viel, viel leichter down gewesen. Nochmal rechte Klaue. Das war, glaube ich, zweimal 188. Ein Doppelstoß. Ja, das sind schon bessere Schäden. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir ihn, aber brauchen wir auch nicht mehr viel rumtun. Jetzt haben wir dich, mein Freund. Haben wir nochmal den Doppelstoß rein. Naja, dann habt ihr zumindest mal eine neue Mirage in Aktion gesehen. Ich finde den ziemlich cool, aber wir brauchen halt so viele Punkte, um geile Sachen von ihm freizuschalten.